Die heilige Harfe ist ein Wort, ein Begriff für die menschliche Stimme. Und zwar so, wie sie von Natur aus ist, unverstellt. Das heißt, jeder singt so mit der Stimme, die ihm gegeben ist. Ich bin irgendwann vor nunmehr fast 10 Jahren über 16 Horsepower gefallen. Die machen Musik Richtung Country, bisschen schräg, bisschen düster. Dann irgendwann 2007 fiel mir ein Stück auf von nunmehr Woven Hand, Nachfolgegruppe. Consecration hieß es. Ich fand es großartig und es war auf keiner CD. Und YouTube macht dann ja Vorschläge, was man sonst noch so vielleicht hören wollen können würde. Und da stand am rechten Bildrand Awake My Soul. Ich dachte, na gut, man klickt da mal drauf. Und das war der Filmtrailer von der Filmdokumentation gleichen Namens von Matt Hinton. Ich habe mir diesen Trailer angesehen und war hin und weg. Harald hat mich vor seinen Rechner gezerrt und gesagt, hör dir das mal an und guck dir das mal an. Und das war für mich dann eigentlich schon so, oh ja, ich muss das machen. It's once a wretch, behold, in rebellion blindly bold, scorn thy grace, thy body fine, that Und wir haben ziemlich spontan beschlossen, wir wollen das in Bremen machen. Wir müssen jetzt nur noch ein paar Leute zusammentrommeln und dann singen wir das. So war jedenfalls die Idee. Am Anfang war natürlich ein Problem, wo kriegen wir die Sachen her und auch, wo kriegen wir die Informationen her, wie man das eigentlich macht. Also wir waren ja total allein. Wir wussten überhaupt nichts. Wir wussten nicht, ob das jemand in Deutschland schon macht, wie es international ist, wer das singt. Es gab eine vage Idee, da gibt es irgendwelche Südstaatler, die singen das, aber mehr wussten wir nicht. Es war einfach erstmal nur diese Musik. Irgendwann zeigte mir Harald ein Video von einer Gruppe, die Sacred Harp sang. Und ich war sehr schockiert, das klang sehr schief und die wedelten alle sehr merkwürdig und ich war also sehr entsetzt und er fand das aber ganz toll. Und meinte, ja, er möchte unbedingt auch so eine Gruppe gründen. Ich sagte aber, lasst mich bloß damit in Ruhe, das ist ja furchtbar. So, klingt ja überhaupt nicht toll. Also ich hatte als Musiker, habe ich ganz andere ästhetische Sichtweisen auf Musik, als die jetzt bei Sacred Harp eine Rolle spielen. Ja, jedenfalls bin ich dann irgendwann mal dahin geraten. Und dieses einfach sehr laute drauf lossingen, das hatte dann doch eine besondere Wirkung auf mich. Und ich habe gedacht, Mensch, das macht ja Spaß. Wir sind alle mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen und wir wissen eigentlich immer noch nicht so genau, was wir da tun. Ja, ich produziere Oraltöne und das ist für mich eben eine besondere Erfahrung, damit eben auch Bestandteil einer komponierten Musik zu sein, was ich eben sonst nur als Geiger bin. Ich bin zu der Gruppe gestoßen, weil ich Ulrika auf einem Workshop getroffen habe für bulgarischen Kehlkopfgesang. Und da haben wir uns in der Pause unterhalten und da habe ich halt gesagt, was ich vor allen Dingen an dieser Gesangstechnik so klasse finde, ist, dass man da hemmungslos laut singen kann. Und da sagte sie, laut, da habe ich was für dich. Und dann hat sie halt versucht, mir zu erklären, was Sacred Harp ist, aber wie das immer so ist, wie soll man es erklären? Der größte Teil ergreift sehr schnell die Flucht, weil das ist nicht das, was die Leute erwarten und was sie wollen. Das ist kein Chor und das klingt halt nicht so, wie ein Chor klingt und wir feilen nicht an irgendwelchen Laut-Leise-Dynamiken. Wir proben ja nicht, wir üben das ja nicht, bis es schön ist. Wir machen keine Aufführung, sondern wir kommen ja wirklich einfach nur zusammen und singen dann.
Dann haben wir Fairfield gesungen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist die Musik, die ich mache. Das ist das, was ich singen will. Die Lieder, die Melodien gehen zurück auf keltische Einflüsse, damals großenteils noch ohne religiöse Texte. Es waren Volkslieder. Nachdem wir ein halbes Jahr mit der Idee schwanger gegangen sind, fand das erste Treffen bei mir zu Hause statt. Wir haben uns dann in 3-, 4-wöchigen Abständen bei Leuten zu Hause getroffen. 3 Monate später trafen wir uns schon regelmäßig in verwaisten Büroräumen. Das ging dann schon recht gut. Aber dort flogen wir raus, weil wir zu laut waren. Man kann sowas in Wohngebieten einfach nicht machen. Und so sind wir dann notgedrungen in einen alten Bunker umgezogen mit 1,10 Meter dicken Wänden. Das war eigentlich sicher genug, sodass wir keine Kollateralschäden erzeugten. Der Bunker war nur im Winter etwas frisch. Und der nächste Umzug war dann in den Keller eines Hauses einer Kirchengemeinde. Und in diesem Keller singen wir immer noch. Ich habe lange irgendwie nach irgendwas gesucht, wo ich zusammen mit anderen Leuten singen kann. Irgendwann hat eine Freundin von mir erzählt, dass sie irgendwo hingeht, wo Leute in einem Bunker singen, irgendwelche schrägen Sachen laut zusammen, einfach vor allem laut singen. Manchmal hört es sich so auch ganz schön an, aber das hat mich auch nicht so angemacht, also ehrlich gesagt. Sie hat mir das erzählt, das ist eine Kommilitonin von mir und also da wäre ich so nicht hingegangen nach dieser Erzählung. Dann bin ich im Internet darauf gestoßen und da war ich sofort total gefesselt. Also das hat mich gepackt, schon das erste Video, ich glaube es war auch Idumea. Ich habe das gehört und habe sofort mitgewedelt, obwohl ich ja keine Ahnung hatte davon und habe das jedem gezeigt, war absolut begeistert. Ja, und seitdem bin ich echt dabei. Also ich fehle nur, wenn ich wirklich irgendwie weg bin. Aber es ist total schwer, nach wie vor. Also das ist eines der größten Probleme, glaube ich, überhaupt Leute zu kriegen, die sich interessieren. In Bremen sind wir 12 bis 15, mal mehr, mal weniger. In Frankfurt gibt es 5 bis 6 Leute. Es gibt 2 bis 5, soweit ich mich erinnere, in Leipzig. Es gibt einen in Bochum. Es gibt eine Gruppe in Berlin, die auch noch anderes als Sacred Harp singt. Mehr sind das nicht. Man kann die Leute beinahe an 2 Händen und Füßen abzählen. Ich finde diese Musik einfach derart faszinierend und die zu singen und dann nach und nach zu merken, dass man besser wird mit den anderen, das finde ich toll. Ja. Also ich habe schon Termine abgesagt, um singen zu gehen. Ja, zu Sacred Harp bin ich gekommen durch eine Anzeige. Was stand denn da drin? Irgend sowas von, wir machen Krach, wir singen, muss nicht gut klingen. Fand ich äußerst sympathisch, weil irgendwie hatte ich wirklich Lust zu singen. Aber ich hatte keinen Bock, dass es gut klingen muss. Also so Leistungsdruck dabei musste überhaupt nicht sein. Ja, und sehr viele genießen eben das, wirklich frei von der Leber weg singen zu können und eben nicht unter einem Druck zu stehen. Aufführung, Konzert, ich muss jetzt schön singen, ich muss leise singen, ich muss hoch genug singen, ich muss tief genug singen und so, alles ist erlaubt, wenn denn die Töne so grob stimmen. Genau das ist ja der Grund, warum Sacred Harp klingt, wie es klingt, weil es eben ist wie ein Instrument, was man nicht 100% stimmen kann, also wie meinetwegen eine Bagpipe oder eine Schalmei. Die Leute singen mit der Stimme, die sie haben und dadurch klingt es halt manchmal wie so eine angezerrte Gitarre. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, in der Grundschule gesungen, aber bei Sacred Harp darf man Gott sei Dank auch mitmachen, wenn man länger nicht gesungen hat und keine Noten lesen kann. Ich war auf der Internetseite von bremen.de und habe da die Anzeige gesehen und da stand, wer sich nicht traut, der soll zu uns kommen. Und da dachte ich, perfekt, das ist genau das Richtige für mich. Es hat was. Also man singt ja, oder es geht ja ohnehin ums laute Singen, was ich sonst ja gar nicht tue. Ich komme auch immer halb heiser nach Hause. Und was habe ich denn gestern noch? Irgendwas habe ich gestern angehört. Und habe gedacht, Mann,
Das sind bloß wir. Das sind da 10, 12 People und das klang richtig laut. Ja, das ist doch völlig scharf, dass wir so einen Krach machen können. Also es ist wirklich ansteckend. Der Körper produziert, wenn man laut singt in einer Gemeinschaft, eben ganz viel Oxytocin und andere Glückshormone und dämpft das Angstzentrum. Das sind so die somatischen Aspekte des Singens. Und man ist dann einfach glücklich, wenn man singt. Vielleicht können wir uns gar nicht mehr vorstellen, was das mal bedeutet hat, zu sagen, man ist dann einfach glücklich, wenn man singt. Diese Musik stammt aus Zeiten, als Leute wirklich ein extrem hartes Leben hatten und solche Zusammenkünfte eigentlich die einzige Möglichkeit waren, außerhalb vom Arbeiten und vom knüppelharten Broterwerb mit Menschen zusammen zu sein und etwas zu tun, was einem einfach nur Spaß macht. Ich glaube, da fehlt uns jegliche Vorstellung, was für eine Qualität das gehabt haben muss. Und wenn man sich jetzt noch die Dynamik dieser Musik dazu denkt, glaube ich, dass das schon ziemlich beeindruckend war. Für uns ist das kein Auftritt. Unser Ziel ist nicht, Leute damit in erster Linie zu unterhalten. Was wir wollen, ist mehr Mitsänger gewinnen. Deshalb nennen wir es auch nicht Auftritt, sondern Demo. Wir machen eine Demo. Wir zeigen mal, worum es geht, was wir da tun und geben uns der Hoffnung hin, dass es vielleicht einem von 10 oder einem von 20 so weit gefällt, dass der mal zu einem unserer Treffen kommt. Ja. Eva. Voll cool, ey. Laut. Laut? Laut. Ja. Schön und laut. Also am Anfang habe ich ganz leise mitgesungen, damit ja keiner meine Stimme hört, weil es ja gruselig klingt, meiner Meinung nach. Und mittlerweile aber bei den Liedern, die ich mag und die ich kann, also das ist schon ein Unterschied. Und auch wie schnell das eigentlich geht. Wir haben ja so ein paar Klassiker, die eigentlich jedes Mal gewünscht werden und da zu merken, dass man die dann irgendwann kann. Das ist Erfolgserlebnis. Du hörst da 1, 2 Mal und singst die und dann geht es auch und dann kann man da richtig Inbrunst in die Stimme reinlegen. Das finde ich total schön. Ich habe mit Gruppen gesungen, die sehr viele Lieder zum Beispiel kennen, die ein riesen Repertoire haben, aber wo ich den Eindruck habe, da geht es auch sehr stark darum, dass man schön singt, dass die Lieder sich schön anhören. Ich finde, das steht in der Bremer Gruppe nicht so im Fokus und das mag ich auch an der Bremer Gruppe. Wir sind einfach sehr rau. Ist das für Sie ein Widerspruch, wenn Leute, die nicht religiös sind, solche Musik machen? Also es ist verwunderlich. Ich bin erklärter Ungläubiger, habe aber nicht das geringste Problem mit gläubigen Menschen. Solange sie mich nicht missionieren. Ich versuche meinerseits niemanden zu missionieren. Ich habe relativ klare weltanschauliche Ansichten, aber das hindert mich nicht, mit Christen, mit Muslimen, mit Hindus, mit wem auch immer zusammen zu singen. Ich kenne ja Sacred Harp aus Amerika nur von diesem Besuch bisher. Und das war halt in den Südstaaten, Alabama und Georgia. Und da hat das Ganze schon noch sehr viel mehr mit Gott zu tun. Und das ist generell schon ein großer Unterschied. Also das
dieser religiöse Aspekt an diesem Gesang eine viel, viel größere Rolle spielt als bei Sacred Harp in Europa. Da steht eher die Musik im Vordergrund. Es gibt ja sowieso in dieser großen vereinigten Gemeinde so eine Idee von Freizügigkeit, die ist ja sowieso nicht so organisiert und geplant und gedacht, dass nur Leute sich dort wohlfühlen sollen, die irgendwie ein deutliches Bekenntnis irgendwo hin haben. Also ich glaube, das deutlichste Bekenntnis, was man haben sollte, ist eines zum mitmenschlichen Sein, dass man Gutes füreinander will. Ich habe einigen Leuten auf YouTube mal was gezeigt und ganz viele haben sofort gesagt, ist das eine Sekte? Wir haben mal einen Sänger verloren, der hat uns für eine Sekte hielt tatsächlich. Der mochte die Musik, der hat uns dann aber nicht über die Wege getraut. Was soll daran bitte Sektencharakter haben? Nichts? Ja, also komm. Das ist doch Schwachsinn. Das Einzige, was einen selber ein bisschen sektiererisch macht, ist, dass einem das so einen Spaß macht. Mir geht das so. Ich würde gerne viele davon überzeugen, dass sie kommen sollten. Wir sind keine Sekte, aber ich kann verstehen, dass man das denkt, weil wir machen ja auch seltsame Bewegungen, ne? Wir wedeln da immer so komisch. Es hilft einigermaßen bei dem Lied zusammen zu bleiben, dass wir, platt gesagt, zur selben Zeit die gleichen Töne singen. Dafür hilft dabei zu wedeln. Mehr ist dahinter eigentlich nicht. Bei manchen Stücken ist das tatsächlich hilfreich, um seinen Einsatz zu finden. Man kann ja auch mit dem Fuß tippen. Aber irgendwie, das habe ich zu Anfang immer gemacht, aber irgendwie finde ich das jetzt mit dem Wedeln doch ganz praktisch. Und genauso stört, also es stört mich nicht. Es sieht ja vielleicht ein bisschen albern aus, aber das sieht mal ein bisschen albern aus. Kann ich auch mitleben, wenn ich ein bisschen albern aussehe. Wir wollen niemandes Geld und man darf auch weiterhin Kontakt zur Familie haben. Harald, magst du mal kurz sagen, was du da gerade machst? Ach herrje, was mache ich da? Ich mache das, was ich eigentlich immer mache in meiner Freizeit. Ich bastel irgendwelche elektronischen Versionen für unsere Webseite zusammen, damit sich Leute, die diese Musik nicht kennen, die einzelnen Stimmen anhören können. Das ist aus meinem eigenen Bedürfnis entstanden. Ich habe das gebraucht. Konnte mit Noten überhaupt nichts anfangen und musste die Lieder erstmal hören. Und daraus ist jetzt dieses Ding geworden und es wird in aller Welt recht gut angenommen. Wir haben bis jetzt knapp 8000 Besucher. Sopran. Da kommen die Techno-DJs bestimmt irgendwann mal raus. When I can read my kite and tweet to legends in the skies, I'm in fair. Zusammen klingt das dann so. When I can read my kite and tweet to legends in the skies, I'm in heaven to every fear and by my weeping eyes. I hear and I feel and on my telling heart. I feel and I feel and on my telling heart. Okay, bei den ganzen Problemen, die es gab am Anfang, gab es dann auch Unterstützung von irgendwoher? Ja, durchaus. Also die erste richtig gute Unterstützung kam von Finn, einem Engländer, der irgendwann auf die Kontaktseite schrieb, dass er hier in Deutschland sei für ein paar Monate und ob er mit uns singen dürfe. Und der kam dann auch bei uns an und der hat uns total viel geholfen. Der hat mit uns auch ein bisschen Singing School gemacht, also ein bisschen geübt, die Shapes zu lernen. Und der ist einfach ein toller Sänger und ein super netter Mensch. So, wir würden ihn gerne adoptieren, aber das wollen andere auch.
2006 I moved up to Newcastle to study folk and traditional music, and there I found out that there was a group singing from the Sacred Harp once a month, and so I went along, bought the book. I wouldn't say that for me it was something that immediately grabbed me from the beginning, so it took a while before I became completely obsessed. September 2011, I got on the train to Bremen, found my way to this World War II bunker, and met these lovely, strange people who were all singing from the Sacred Harp. Zuerst ist mir die Atmosphäre im Bunker aufgefallen. Alles dunkel und dicke Wände und dicke Türen und ja, dann kommst du halt in den Raum rein, alles ein bisschen gruftig angehaucht, finde ich. It was very interesting to see how a bunch of people who never really come in contact with any traditional Sacred Harp singers were approaching it. Whereas when I first came to Bremen, we would have to go through every part, not just once, but several times, just so that everybody was sure that they'd got their part right, and that they wouldn't make any mistakes, and so that then it would all sound nice. Ich glaube auch, dass am Anfang sehr viele Leute da waren, die mit so einer Idee aus der Chortradition gekommen sind, wo man ja eben immer wieder übt, bis es dann tatsächlich sitzt. Und von dieser Idee sollte man sich aber verabschieden, wenn man Sacred Harp singen will. Das Einzige, was wir mit einem Chor gemeinsam haben, ist, dass wir im Chor singen. Aber da hört es dann auch schon auf. Für mich liegt die Verwandtschaft am ehesten in Rock'n'Roll. Shout and pray and we're gaining ground. Glory, hallelujah, let's get like the lost is found. Glory, hallelujah. Irgendwie haben wir dann das Glück gehabt, Finian zu treffen, der uns eben dann auch gezeigt hat, wie man an diese Lieder rangeht. Für Leute, die, wenn sie so einen Zettel mit Noten sehen, erstmal überhaupt gar keine Ahnung haben, worum es da eigentlich geht. Er hat Intervalle erklärt, also die Abstände zwischen den Noten, er hat die Shape-Notformen erklärt und hat uns viel Einblick gegeben aus berufener Seite, sodass wir nicht nur in den Büchern lesen mussten, wie Sacred Harp Musik aufgebaut ist. Wir üben also in den Singing Schools keine Lieder, sondern wir üben das System. I think people have got rid of that idea of wanting it to sound nice. They just sing it, and that's how it should be. Fang an. Die Gruppengründung war eine richtige Pionierarbeit. Es war die erste Gruppe in Deutschland überhaupt. Es gibt noch nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag. Und da frage ich mich manchmal, wie verrückt muss man eigentlich sein, um so ein Projekt diese ganzen Jahre mit der Begeisterung und Leidenschaft voranzutreiben? Ich glaube nicht, dass man verrückt sein muss, aber eine gewisse Besessenheit hilft schon dabei. Es macht mich einfach an, diese Musik. Ich möchte die mit möglichst vielen Leuten singen, aus dem rein egoistischen Motiv, weil dann der Sound gut ist. Thema kritische Masse. Heute haben wir sie nicht, aber wir sind heute auch nicht kritisch. Also ich konnte noch nie singen, aber jetzt macht es mir nichts mehr aus. Bei Sacred Harp kann man eigentlich sagen, Sacred Harp ist, wenn man trotzdem singt. Gut, versuchen wir es zusammen. Mit Shapes, mit Wiederholung und dann Words. La, 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 so, la, so, la, so, la, so, la, so, la, so, la,
wollte immer schon mal wieder singen. War früher mal in der Musikschule, aber seit ich 18 bin, habe ich nichts mehr gemacht. Und ich singe eigentlich immer gerne zu Weihnachten oder habe früher meinem Kind viel vorgesungen oder singe auf dem Fahrrad ein bisschen rum. Kann das aber nicht besonders gut. Singe auch häufig falsch und habe gedacht, hier passe ich hin. Ich war auf einer Party eingeladen zum Grillen und da war Harald auch und der hat mir dann von Sacred Harp erzählt und mich hat das halt angesprochen, so. Dann hat er mir halt erzählt, dass da kann jeder singen, auch der jetzt keine Gesangserfahrung hat oder der schön singt, sondern es geht halt darum, laut zu singen und Spaß zu haben. Das ging dann ja nicht aufgrund der Shape Notes. Da war ich völlig überfordert. Das kann man sich so schnell nicht merken. Welche Form, welche Silbe singt La. Piep egal. Völlig wurscht. In 25% der Fälle liegt ihr richtig. Fa, so, Fa, La, Sol, wie bitte? Shapes haben wir erstmal noch lange gar nicht gesungen. Ich glaube, das haben wir vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ungefähr erst angefangen. Weil wir die irgendwie störend, albern und blöd und unverständlich fanden und wir konnten uns beileibe nicht merken, welche Note jetzt wie heißt. Und als wir dann gezwungen wurden, das dann auch zu machen, haben wir irgendwann gemerkt, das hat auch seinen Sinn und das macht es auch leichter, das Lied zu lernen. Wir haben hier das Fa, das Dreieck, das La, ein Quadrat, ein So, dieses Oval. Und jetzt mache ich mich auf die Suche nach einem Mi. Ah, hier ist eins. Hier ist ein Mi. Das sind die 4 Noten. Sie haben Namen und sie haben bestimmte Abhängigkeiten untereinander. Es ist ganz egal, wo man die Tonleiter anfängt oder welches Lied man hat, es ist immer der gleiche Abstand. Und irgendwann verknüpft sich das im Hirn. Und dann kann man, also das guckt einen dann praktisch an, man weiß dann, wenn man ein Fa und So sieht, was man singen muss. Man hat dann sofort mit dem Bild dieser Shapes und mit den Abständen sofort praktisch die Melodie im Kopf und kann vom Blatt singen. Und bei den Singings macht man das ja so, wir kommen zusammen und irgendjemand möchte ein Lied und wünscht sich ein Lied und dann schlagen wir das Buch auf und dann singen wir los. Und wir kennen natürlich viele Sachen gar nicht. Und da ist das schon ganz gut, das mit den Shapes hinzukriegen. Und das funktioniert, obwohl das ja nicht immer die gleichen Noten sind, oder? Ja, das funktioniert, gerade weil es nicht immer die gleichen Noten sind. Also es ist eben egal. Also wenn ich jetzt ein Fa-Mi-La habe, dann ist das immer das Gleiche, egal wo ich das Fa ansetze. Das ist, ne, ob das jetzt höher ist oder tiefer oder sonst wie, das ist immer völlig egal. Und ich weiß aber immer, dass diese Notenfolge so klingt. Die klingt immer so. Ja. Immer. Egal was passiert. Wir singen in der ersten Strophe nicht den Text, sondern die Namen der Noten. Und ich versuche das jetzt mal. Fa, Fa, La, La, Sol, La, Fa, Sol, La, La, Fa, Sol, La, Fa, La, So, Fa, Sol, La, La. Fa, La, La, Sol, La, Fa, Sol, La, La, Fa, Sol, La, Fa, La, So, Fa, Sol, La, La. La, So, Sol, La, Sol, La, La, La. Fa, La, So, Fa, Sol, La, La. Fa, La, Sol, La, Fa, Sol, La, La, Fa, Sol, La, Fa, La, So, Fa, Sol, La, La. So. Und genauso wackelig klingt das auch, wenn wir uns treffen. Und wenn alle so durch die Gegend wackeln, kriegen wir trotzdem einen ziemlich guten Sound hin. Irgendwie singen wir dann doch alle gut miteinander falsch, sodass es harmonisch wiederum wird. Also manchmal ist es echt ziemlich schräg, aber es ist schön so. Nach den ersten paar Malen war ich dann ziemlich frustriert, dass ich da irgendwie nichts vorwärts kam. Die Shape Notes saßen nicht und mit den Texten hatte ich teilweise Probleme, so schnell dann mit diesem Notenversatz. Die Noten sind da, der Text ist da. Das war halt alles ein bisschen viel und da war ich sehr frustriert und dachte schon so, ob das Richtige ist. Und als ich dann mitsingen konnte, das war dann total schön. Es gibt echt viele Momente, wo ich mir denke, BAM! Aber ihr singt nur aus diesem Buch hier, ne? Ja. Das ist für mich ungewöhnlich, weil ich das überhaupt nicht kenne. Hier sind über 500 schöne Lieder
versammelt. Wo bekommt man sowas her oder woher weiß man, wo man an sowas rankommt? Es gibt die Sacred Heart Publishing Company, glaube ich, heißen die verlegen diese Bücher. Ich glaube, dass die, also wenn ich das richtig weiß, verlangen die von uns zum Beispiel keine Shipping Costs. Also wir müssen das Porto nicht zahlen, das zahlen die. Das heißt, im Grunde genommen buttern die dazu, die subventionieren uns damit dann eigentlich. Und es sind ja offenbar damals aus Bremen Leute nach Amerika ausgewandert, die dann dafür gesorgt haben, dass es auch in Amerika einen Ort namens Bremen gibt, in Bremen, Georgia. Und in diesem Bremen, Georgia ist auch ganz, ganz lange genau dieses Buch, aus dem wir singen, verlegt worden. Und jetzt singen wir hier in Bremen, Deutschland, aus diesem Buch. Und ich singe damit. Und ist das nicht der Hammer? Ich finde es auch eine tolle Idee, dass eben durch dieses braune Buch, was eben überall auf der Welt für die Sacred Harp Sänger gilt, dass dadurch eben dieser Austausch möglich ist. Das erinnert mich so ein bisschen im Jazz an das berühmte Real Book, wo es die Standards gibt, die jeder Jazzmusiker irgendwie kann, oder man kann jedenfalls davon ausgehen, dass von diesen vielen Standards, die da drin stehen, 50 Standards von jedem Jazzmusiker gekonnt werden. Und die können sich dann international treffen zu einer Session und Konzerte machen, ohne dass eine nennenswerte Probe stattfindet. Das Konzept habe ich inzwischen lieben gelernt, dass es eben nicht zu Konzerten, Aufführungen kommt, dass eben jeder, der zuhören will, mindestens ein paar Lieder auch mitsingen muss. Ja, wir singen nicht für Zuschauer, wir singen einfach nur für uns. Das finde ich auch nochmal speziell, wirklich im Vergleich zu anderen Sachen, wo es oft darum geht, sich zur Schau zu stellen und eben Sachen einwandfrei vortragen zu können oder sowas. Und woher wusstest du, welche Stimme du singst? Wusste ich nicht. Ich habe mich einfach irgendwo dazu gesetzt, wo ich dachte, dass es passen würde. Und alle haben gesagt, du kannst dich auch umsetzen, wenn du möchtest. Da habe ich gedacht, ja, ist ja schön, singe ich erstmal irgendwo mit. Ich war mal im Schulchor. Was ich da gesungen habe, weiß ich auch nicht. Hochsingen kann ich nicht so gut, habe ich gedacht, gehe ich mal in alt. Ich fand den Kommentar von deinem Mann, was du letztens erzählt hast, auch echt passend. Wenn ich das jetzt sage, dann sagt er hinterher, hat sie das auch noch vor laufender Kamera erzählt. Meinte er ja aber nicht. Der hat also gesagt, she goes singing with a bunch of tone-deaf hippies. Das heißt, dass sie singen geht mit einer Horde Hippies, die den Ton nicht halten können. Da hat er nicht ganz unrecht. Wir können einfach nur Spaß dran haben zu singen und das ist herrlich. Vor allem, weil heutzutage fast alles drauf aus ist, eigentlich nur noch perfekt zu sein, Leistung zu erbringen. Es ist so erholsam, einfach nur sein zu können und das zu genießen. Finde ich spannend. Also sind wirklich einige Leute dabei, wo ich mich gerne mal irgendwie noch mal länger unterhalten würde, was die eigentlich so in ihrem Leben gemacht haben, was die für Interessen haben und eben nicht so Langweiler zu sein scheinen. Ja. Und es ist auch schön einfach zu sehen, wie sich jeder immer mehr traut, jeder mehr kann und einfach die Entwicklungen zu sehen in der Gruppe von jedem Einzelnen, wenn jemand neu dazukommt, begeistert ist, begeistert wird. Ja. Das ist wie eine Sucht, also man möchte dieses Gefühl immer wieder, dass man dieses Zusammensingen hat, diese Zusammenklänge, die da entstehen. Ja, man muss es irgendwie machen, um das nachvollziehen zu können. Also es ist auch wieder was anderes, als wenn man es sich einfach anhört. Und ich verstehe es selber nicht, warum man dann plötzlich in alle Welt rumreisen muss. Also am Anfang war das so, ja, okay, könnte ich ja mal machen, dahin fahren. Und jetzt so, ich muss dahin irgendwie. Sacred Harp ist eher wirklich eine Leidenschaft. Und wenn du singst, dann willst du so oft singen, wie es geht. Und es ist einfach unglaublich, wenn man mit vielen Menschen zusammen singt. Und das hat man lokal natürlich nicht. Die Gruppen lokal sind ja immer relativ klein. Und wenn es eben geht, dann geht man woanders hin.
Außenstehende, die da jetzt noch nicht so involviert sind, muss man so verrückt sein und das so innig betreiben? Nee, man muss das definitiv nicht. Ich vermute aber, dass man das wird. Also ich vermute, dass es so ist. Also dass das sozusagen Sacred Harp inhärent ist. Und ich finde das dann so faszinierend, dass nichts mehr eine Rolle spielt, ob jemand einem noch 10 € schuldet oder ob der Chef einen genervt hat. In dem Moment ist das alles so weg. Mitte letzten Jahres ist Eva aufgetaucht. Es scheint wirklich ihr Ding zu sein. Sie tingelt in der Welt rum, was ich auch gern tun würde. Und sammelt auch eine Menge Know-how. Es gibt natürlich schon durchaus in der Sacred Harp Szene so eine Art von Stars, die für mich unbedingt dazugehören. Aber ich finde, eine zentrale Figur in der Sacred Harp Szene für mich ist auf jeden Fall Michael Walker. Also der ist eine unendliche Quelle an Wissen und Können und Musikbegeisterung. Ich bin US-Amerikaner und Brite, lebe in London, komme ursprünglich aus den Südstaaten der USA, bin aber seit sehr langer Zeit schon in Europa und war auch einige Jahre in Süddeutschland. Ein unheimlich guter Sacred Harp Sänger, singt im Tenor und... Man könnte sagen, er ist eine Art Fokus. Er weiß unheimlich viel und hilft ganz viel. Er hat sich in kürzester Zeit alles angeeignet, was es zu diesem Thema zu wissen gibt. Von der Musik über die Hintergründe, über die Geschichte. Der weiß eigentlich alles dazu und wir zapfen ihn gern an. It's really been a big influence in England and in Europe, getting more people interested in Sacred Harp and really just being a big organising force behind a lot of Sacred Harp singing events that happen. Im Moment ist es in England und in manchen Ländern, beispielsweise in Irland, ist das vielleicht ein bisschen Also in London ist es so, dass in so einem Hipster-Magazin The Wire habe ich kürzlich gesehen, da steht the Best of 2012, also das Beste aus dem Jahr 2012 und unter vielleicht 30 oder 40 anderen Sachen steht da Singing Sacred Harp in Hampstead Baptist Church Basement. Also aus irgendeinem Grund ist das im Moment einfach so, das liegt in der Luft und so genau kann ich es mir nicht erklären. Ich mache das in London seit 6 Jahren und es ist wirklich erst 2012 so richtig ins Rollen gekommen. Langsam schwappt das auch nach Europa rüber, nach Zentraleuropa. In Frankreich, Polen, Deutschland gibt es eben jetzt auch schon ein paar Singen und wir schauen einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Also lange Zeit dachte man, es sei ein Fall fürs Kulturmuseum, aber es ist doch wieder, hat so viel Begeisterung ausgelöst, dass eben immer noch dafür komponiert wird. I try my best to compose in Sacred Harp style and it's great fun to do that and to hear other people enjoying what I've written. Whether or not any of my compositions will ever make it into an edition of the Sacred Harp, well, who knows? I doubt it, but it would be very nice to imagine that. Ich glaube, das über 10 Stück hatte er komponiert, die wirklich auch ein bisschen einen moderneren Duktus haben. Also wo ich das Gefühl habe, er versucht Sacred Harp auch von der Klanglichkeit ins 20. Jahrhundert mit rüberzunehmen.
habe lange in England gewohnt. Ich wusste gar nicht, dass es in England auch Gruppen gibt. Es gibt eine Gruppe in London oder 2, es gibt eine in Newcastle, in Gateshead, in Norwich und in vielen anderen englischen Städten. Es gibt Gruppen in Irland, es gibt Gruppen in Polen und in Amsterdam. Und ich glaube, es gibt auch jemanden in Rio de Janeiro und einen in Schweden, der sowas singt. Und natürlich ganz viele Leute in Amerika. Ich finde es ganz attraktiv, dass ich, wenn ich in ein anderes Land reisen könnte, Menschen treffen könnte, die an der gleichen Sache Freude haben wie ich. Ich könnte mich bei denen melden und könnte da mal einen Abend mitsingen. Wir hatten schon mal jemanden aus Chicago, eine etwas ältere Dame, die kam und hat mitgesungen. Fand ich super toll. Sollte ich jemals nach Chicago kommen, würde ich da gerne mitsingen. Und es ist ja immer so, dass wenn man mit anderen Menschen gemeinsam etwas macht, das doch sehr verbindet. Ich bin der Jeff Granger. Ich habe sehr lange in Deutschland gelebt, so lange nicht etwa in Norddeutschland, insbesondere in Vegesack. Und ich habe mich über Jahrzehnte mich als englischer Vegesacker benannt. Und ich bin erstaunt, was in nur 2 Jahren, alles was hier passiert ist. Man kann keinen Vergleich zwischen diesen verschiedenen Gruppen ziehen. Ich bin in Irland gewesen, Poland, 2-mal in England, ich bin ordentlich rumgefahren. Was hier in Bremen, mein heißgeliebter Bremen, alles was passiert ist in nur 2 Jahren, ist total erstaunlich. Wenn die Frauen da kriechen, ihr Zeug dann raus und die besser grüllen ihre Sachen. Wir singen zwar alle vom Blatt, aber es ist keine Musik. Es ist ein herrliches Krach. Michael Walker schrieb uns vor einiger Zeit, dass Ted und Helen Brown aus England um die Weihnachtszeit in Deutschland sein würden, mit ihm zusammen. Und ob wir nicht irgendwas in Richtung Sacred Harp Singing veranstalten könnten. In Bremen, in Frankfurt, in Leipzig, wo auch immer. Andreas bot an, in Frankfurt was zu organisieren. Und dann haben wir uns auf Frankfurt geeinigt. Und dann gab es wieder ein bisschen, wie wir das schon so kennen, einen kleinen Schneeballeffekt. Mike Morrisroe ist dazugekommen. Alison hat sich angemeldet. Als wir schon in Frankfurt waren, kam Eamon aus Irland noch dazu, zu unserer Überraschung. Und es wurde doch eine beachtliche Runde. Well, Sacred Harp for me is just the most wonderful sound. It's I heard about Sacred Harp years and years ago when folk singers in the English tradition were singing some of the Sacred Harp songs, because a lot of the music was taken across to New England from by the early settlers in America, so that the tunes were English folk tunes, Scottish dance tunes, some of the hymn tunes too. But the music just has the most wonderful, haunting, open harmonies that are so very different from the type of music that we get today, particularly in the UK and in Europe really, because it's so refined. The contemporary music is so refined, whereas Sacred Harp is just much more, I think raw is probably the word I would use. Yeah. And particularly those minor key songs are just so incredibly, they make the hair stand up on the back of your neck, you know. Ich habe mir gedacht, was ist das für eine Musik? Ich habe das noch nie so was Ähnliches gehört und das hat mich irgendwie ergriffen sozusagen. Und
Seitdem war ich eigentlich auf der Suche danach, wo kann man sowas mal singen, außer irgendwo in den USA, in den Südstaaten. Magdalena. Magdalena Grischko ist für mich auch eine besondere Figur in der Sacred Harp-Szene. Wenn man die beim Lieden beobachtet, dann sieht man einfach auch, wie sehr die da drin ist und wie sehr sie das liebt. Sie ist eine der begeistertsten Sacred Harp-Sänger und eine der besten Altistinnen, die ich kenne. Well, I love singing. Yeah, and it's my why do you sing Sacred Harp? Oh gosh, why I sing Sacred Harp? It's life, it's love, it's passion, it's everything. I cannot imagine my life without Sacred Harp. If you ask me who I am, I would say I am a Sacred Harp singer. It's just the most incredible thing to me, and it's become very much a part of my husband's life and myself. And you know, we travel all over the place to go and sing, and people say to us, "What are you doing this weekend?" "Oh, we're hopping across to Germany to sing Sacred Harp." What? It's not just the music. The music itself is incredible, but as you get to know it more and get to be a part of the community, it's much more than that. Yeah. So, can I say that you were a big part of bringing the music into Europe? Mm-hmm. Yes. You and your husband? Yes. Well, we didn't have anything to do with it starting in Poland. That was to do with a guy who, in the States, Tim Erickson, who's a folk singer, used to sing with Cordelia's dad. He married a Polish girl, and that's how it came to go into Poland. But in terms of Germany, we came over last year. And some people knew about it just as a tradition, but they didn't really know how to sing it. And so we came over. There was a group of about 10 or so of us came over last year, about this time, well, October last year, and did some singing schools in Würzburg and here in Frankfurt. And from there, some communities have grown up, quite small, but they're starting here. And in Cork in Ireland, again, that was to do with a lady who'd been singing in New England who went to teach in Cork, and so she started up, and then the Cork kids came across and started to sing with us, and then that gradually grew too. Yeah, it wasn't all down to me and my husband, or even other people who are here from the UK, yeah. But just as a whole, we've got to know people and sort of helped them to expand it in where they're singing. Harold was at the workshop that we did in Würzburg last year, but they were already singing in Bremen. Yep. So, but there were, I think there were about 6 or 7 of them came down from Bremen that weekend, and so that was the first time we got to meet them. Now it's pretty much most of what I do. I mean, like in the past, it's December now, currently, and since September I've spent 28 days out of Ireland in different countries, primarily for Sacred Harp reasons. I've always been an atheist. I've never believed at all. It's never been a part of me. But like, I find religion extremely interesting. Like, just because I don't share the same belief in God doesn't mean that I can't appreciate it, like, from an intellectual point of view. Like, a lot of these songs are written from the perspective of somebody kind of reaching out to God or questioning God or questioning their relationship with it. But through that, a lot of them are just questioning, what life is about, what they're here for, why they suffer so much, whether or not it's actually worth it. And those are concerns which anyone has, regardless of theistic status. I don't believe there is a God, but these are still incredibly beautiful songs written by people who really did. And I don't think that just because you don't believe in God, that you can't appreciate that and that you can't be touched by why they wrote them, what they intended. People sometimes find it a bit confusing that I sing so much, and I sing an awful lot of religious music. But
it's just like I like reading about religion. I like understanding where people are coming from. Just because I don't share it doesn't mean it's not interesting. It doesn't mean it can't be really beautiful. That'd be my position on it. Ich glaube, das ist hat etwas Ergreifendes an sich und das können auch Leute, die keinen Glauben haben, durchaus nachvollziehen. I think the music itself has a real spirituality that speaks to people. I mean, we know a lot of people who actually have said, you know, they have no faith, but they love this music. Eine Reise wie die nach Frankfurt ist eigentlich der komplette Irrsinn. Man fährt 900 Kilometer nur, um mit einer Handvoll Leute zu singen. Und sie ist ein Trip im doppelten Sinne. Beim Singen und gleich danach ist man unter Endorphinen, unter körpereigenen Drogen. Kommt nach Hause, fällt in ein Loch und fängt sich eine kleine Depression. Und wie ein Süchtiger geht man auf die Jagd nach dem nächsten Kick, fängt an Pläne zu schmieden oder versucht Pläne, die man eigentlich schon hat, jetzt endlich umzusetzen. Also gingen wir auf die Pirsch und fanden die Nordwolle. Das war mal die größte europäische Kammgarnspinnerei. Und Spinnerei passt eigentlich ganz gut zu uns. Das Turbinenhaus, in dem wir singen wollten, hieß Kathedrale der Arbeit. Kathedrale passt auch. Und Arbeit, die lag jetzt vor uns. Habe ich erst mal gedacht, um Gottes Willen. Also ich bin sehr gespannt und freue mich sehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich, wenn ich mich da in die Mitte stellen sollte, doch ausgesprochen nervös bin. Vor allen Dingen können wir dann die ganze Zeit singen und ja, dann gibt es auch super leckeres Essen. Ich meine, was will man mehr? Aber erstmal habe ich schon einen hörbaren Atem ausgestoßen. Wir haben jede Menge Jobs zu erledigen, weil sich inzwischen auch über 60 Leute aus aller Herren Länder angemeldet haben. Und all denen wollen wir gerne ein guter Gastgeber sein. Gefühl, solch eins habe, ist, dass etwas im Umbruch, im Werden ist. Es scheint sich so ganz allmählich was zu tun in der Richtung, aber eben wirklich ganz allmählich. Es geht sehr, sehr langsam. So Ende der 60er Jahre war man der Meinung, es ist eine aussterbende Spezies. Da hat man nochmal schnell ein paar Aufnahmen gemacht, bevor es ganz ausstirbt. Und ich weiß auch nicht, vielleicht durch die Aufnahmen oder auch durch die neuen Medien, die auch eben sehr, sehr viel besser eine weltweite Vernetzung ermöglichen, ist dann wieder Leben reingekommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Bewegung auch wieder größer wird. The church community is a very diverse and international community, and so I thought we should also explore other kinds of music.
because we have friends from Liberia. You're from Ghana. We have also Americans with us. It's not only UK English people. And so I thought, why not see how Sacred Heart works? In Germany, I think it's just people who are interested in, it seems like very much a singing style that's about community, about singing with people. You don't do it by yourself, and participation, and I think that translates to tons of cultures. It's just a matter of if you like the way it sounds. No, there is a lot of love, and I remember the first time when I met Bremenians, and when I discovered that people in Bremen sing Sacred Harp, and having in my heart this Polish-German history, I felt so much that I really need to sing with Bremen and to kind of clear the space from the post-war trauma and all the wounds that we have together. And I remember the first time we sang in the bunker from the Second World War. And together with Iva Stribek, we led Russia 107. And leading this Russia in this Second World War bunker together, I really felt that we are healing the world, that we are healing ourselves, and the universe. Yeah. And that's all it is about.